Diese Geschichte ereignete sich im hohen Norden. Ein Mann, der ein echter Abenteurer war, lief durch einen Wald. Er wollte irgendwo sein Zelt aufschlagen und eine Nacht in der Wildnis verbringen. Doch plötzlich stieß er auf einen großen Wolf. Er war geschockt und erkannte zunächst nicht, dass der Wolf in eine Falle getappt war. Das Tier sah erschöpft aus und es war offensichtlich bereits viel Zeit vergangen, seit der Wolf dort lag. Als sich das Tier merkwürdig benahm und sich nicht von der Stelle bewegte, kam dem Mann die Situation komisch vor. Er trat näher an das Raubtier heran und betrachtete es aus sicherer Entfernung. Schnell bemerkte er ihre geschwollenen Zitzen, in denen sich Milch befand. Es war klar, dass es irgendwo in der Nähe hungrige Welpen geben musste. Trotz ihrer Müdigkeit ließ die Wölfin es nicht zu, dass der Mann näher an die Falle herankam. Sie fletschte ihre Zähne und gab ihm zu verstehen, bis hierher und keinen Schritt weiter. Der Mann wusste, dass er handeln musste und die Wölfin und deren Junge nicht dem Schicksal überlassen konnte. Deshalb sah er sich in der Gegend um und machte sich auf die Suche nach den Wolfbabys. Einige Minuten später gelang es ihm tatsächlich, den Unterschlupf der Wölfe zu finden. Er formte seine Hände zu einer Art Trichter und versuchte damit ein Wolfsgeheul zu imitieren, um die Jungtiere aus der Höhle zu locken. Niemand erschien. Doch er gab nicht auf und versuchte es erneut. Zu seiner Überraschung schaffte er es einige Zeit später, die kleinen Wölfe dazu zu bringen, aus dem Unterschlupf hervorzukommen. Natürlich waren sie sehr hungrig. Es war wohl auch der Hunger, der die Welpen letztendlich dazu bewegte, die Höhle zu verlassen. Der Mann nahm vorsichtig einen nach dem anderen und packte sie behutsam in seinen Rucksack. Danach ging er wieder zu der Wölfin. Als er diese erreichte, sah er, dass sie still dastand und ihn beobachtete. Natürlich roch sie ihre Welpen und erwartete sie ungeduldig. Dem Mann war die Situation nicht ganz geheuer. Natürlich war das Tier verletzt und konnte nicht aufstehen. Doch er wusste nicht, wozu eine Mutter in der Lage war, wenn es um ihre Jungen ging. Er blieb also auf sicherer Distanz und stellte seinen Rucksack ab. Dann ließ er die Jungtiere aus dem Rucksack heraus und sie rannten sofort freudig zu ihrer verletzten Mutter. Während sie ihre Babys liebevoll ableckte, legte sie sich auf die Seite und die kleinen Wölfe begannen ihre Milch zu trinken. Da der Mann plante, eine längere Zeit im Wald zu bleiben, hatte er auch eine Menge Proviant dabei. Er holte aus seinem Rucksack ein belegtes Brot hervor und warf es der Wölfin auf den Boden. Erst schnupperte sie zögerlich, aber dann verschlang sie es binnen weniger Sekunden. Doch der Mann traute sich nicht näher an das Wildtier heran, aus Angst, es könnte ihn verletzen. Und da es bereits schon dämmerte, entschloss er sich, unmittelbar in der Nähe sein Lager aufzuschlagen und dort eine Nacht zu verbringen. Am nächsten Tag würde er versuchen, dem Tier zu helfen. Am darauffolgenden Morgen weckten die Wolfswelpen den Mann auf, indem sie ihn verspielt sein Gesicht ableckten und auf ihm herumtoben. Die Wölfin beobachtete die Szene aufgeregt. In diesem Moment dachte sich der Mann: Was, wenn ich versuche, das Vertrauen des Raubtieres zu gewinnen? Vielleicht kann ich sie dann aus der Falle befreien. In den nächsten Stunden redete der Mann mit ruhigen Worten auf die Wölfin ein und fütterte sie mit den letzten belegten Broten, die er dabei hatte. Langsam begann er Vertrauen zu dem Wildtier aufzubauen. Und schließlich erlaubte es ihm die Wölfin, ganz nah an sich heranzukommen. Der Mann bewegte langsam seine Hand auf das Raubtier zu und berührte schließlich mit den Fingerspitzen ihr flauschiges Fell. Erst zuckte die Wölfin ein wenig zurück, doch sie zeigte keinerlei Aggression. Dann berührte er vorsichtig das verletzte Bein des Tieres. Sie schaute ihm genau zu, was er tat, aber dabei blieb es. Kein Zähnefletschen oder ähnliches. Nach einer Weile gelang es dem Mann endlich, die Pfote aus der Falle zu befreien. Er dachte, die Wölfin würde nun schnell ihre Jungen packen und davonlaufen. Doch was sie tatsächlich tat, löste großes Staunen bei dem Mann aus. Sie stand auf, näherte sich langsam ihrem Retter und leckte ihm vorsichtig über die Hände. Die Wölfin bedankte sich für seine Hilfe. Der Mann streifte sanft über ihre Wange. Es war ein magischer Moment, wie er später berichtete. Dann trommelte die Wölfin ihre Jungen zusammen und lief mit diesen zurück in den Wald. Der Mann schaute ihnen so lange nach, bis sie vollends verschwunden waren. Und wäre diese Geschichte nicht schon erstaunlich genug, so geschah einige Jahre später etwas, das dir endgültig die Sprache verschlagen wird. 4 Jahre nach dem Ereignis kam der Mann erneut in dieselbe Gegend zurück, um dort zu wandern. Er lief mit Absicht genau an der Stelle vorbei, wo er damals der Wölfin das Leben gerettet hatte. Als er den Ort erreichte, überströmten ihn Erinnerungen. Er lächelte und eine Träne konnte er sich auch nicht verkneifen.
Doch als der Mann weiterging, bemerkte er plötzlich einen großen Bären. Er bekam Panik und rannte davon. Es ist nicht die klügste Entscheidung, in solch einem Fall wegzurennen. Die bessere Methode ist es, sich ruhig von dem Ort zu entfernen. Es kam also, wie es kommen musste, und der Bär verfolgte den Mann. Der verängstigte Abenteurer kletterte schließlich auf einen der Bäume. Wenn du einmal von einem Bären verfolgt wirst, tu alles, aber bitte klettere nicht auf einen Baum. Bären sind sehr gute Kletterer und so auch dieser. Er stellte sich zunächst auf die Hinterbeine auf und begann schließlich den Baum hinaufzuklettern. Der Mann war verzweifelt. Er sah keinen Ausweg und war sicher, dass nun seine letzten Sekunden angebrochen waren. Er schrie um Hilfe, auch wenn er wusste, dass ihn so tief im Wald niemand hören würde. Er war schon so hoch geklettert, wie er nur konnte und wartete nur darauf, bis das Raubtier ihn erreichen würde. Doch plötzlich brachte irgendetwas den Bären dazu, sich umzudrehen. Der Mann war verwundert, dass der Bär ihn nicht mehr beachtete. Als er bemerkte, was der Grund dafür war, traute er seinen Augen nicht. Aus dem Wald kamen 4 große Wölfe angelaufen, fletschten ihre Zähne und knurrten. Sie gaben dem Bären zu verstehen, dass er sich davon machen sollte. Dieser kletterte den Baum herunter und haute ab. Danach verschwanden die Wölfe ebenfalls, bis auf einen. Dieser Wolf blieb und schaute eine Zeit lang zu dem Mann hinauf. Ja, es war genau die Wölfin, der Mann einst das Leben gerettet hatte. Ein lautes, kraftvolles Heulen der Wölfin unterbrach die Stille. Nach einer Weile verschwand auch sie wieder in den Tiefen des Waldes. Kurz darauf verließ der Mann den Ort und kehrte nie wieder zurück. Diese Geschichte ist bei weitem kein Einzelfall. Ich habe bereits einige Videos von Wölfen gemacht, die Menschen das Leben gerettet haben. Rechts kommst du zu einem Video, in dem Wölfe einen Zug blockiert haben. Der Grund ist unglaublich.